Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld. Wenn ich mich nicht komplett irre, ist das Update 105 oder 4? Ne, ich glaube 105. Ihr hört es vielleicht schon mal in der Stimme. Ich bin ein bisschen krank. Ich habe auch erhöhte Temperatur. Aber ich würde dann doch gerne hier ein bisschen was weiterbauen, weil nur rumliegen hilft mir jetzt gerade auch nicht. Deshalb werde ich heute trotzdem mal hier an der Brickworld weiterbauen. Ihr seht hier noch die ganzen Überreste vom letzten Video. Ich habe ja hier im Lego Store in Nürnberg eingekauft. Und dort unten sind noch ein paar Lieferungen. Hier sind die Platten. Und ursprünglich hatte ich die Idee, irgendwie vielleicht im Bahnhof weiterzubauen oder an der Straßenbahn. Aber ich werde tatsächlich heute doch nochmal hier vorne am Fluss weiterbauen. Das hat den Vorteil, dass man das auch im Sitzen gut machen kann. Und ja, weil es eben tiefer liegt und man sich jetzt hier nicht so rüberbeugen muss, ist ganz praktisch. Also Update 105, wie gesagt, wenn ich mich nicht irre. Und wir bauen heute am Fluss weiter. Bis gleich. So, ich habe hier jetzt einfach mal das Modul auf die doppelte Breite verlängert, auf 64 Noppen. Da gibt einfach mehr Sinn, das jetzt nochmal zu trennen. Habe hier einfach mal grundsätzlich ein bisschen was drauf gebaut, damit ich einfach die Stabilität reinbekomme. Und habe hier hinten weitergebaut an der Felswand. Ich habe jetzt erstmal hier den Sandstrand bis darüber gezogen. Mir gehen tatsächlich die tannenfarbenen Teile langsam aus, deswegen wir heute am Strand sicherlich nicht mehr so viel machen können. Habe aber schon neue bestellt. Ich glaube ungefähr 160 von den 2x6ern und noch einige andere. Ansonsten habe ich jetzt mal angefangen hier, es sieht immer komisch aus, wenn es anfängt, einen Baum in die Klippe zu bauen. Es hat mindestens 1 oder 2 Leute von euch gemeint, dass das doch ein bisschen besser aussehen würde, wenn hier auch ein bisschen Bäume mit in der Klippe mit drin wären. Deshalb habe ich jetzt immer angefangen, hier einen zu bauen. Wird ähnlich aussehen wie die Bäume hier oben. Und ja, das ist die Technik, mit der ich immer arbeite. Sieht am Anfang sehr, sehr seltsam aus, aber wenn dann die Blätter dran kommen, seht ihr ja hier oben, sieht es ganz gut aus. Also, ich mache jetzt hier weiter mit meinem Baum und mit der Felswand und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an. Der Baum macht Fortschritte, wie ihr sehen könnt. Auch der Fels dahinter ist nach oben gewachsen. Den habe ich ja mit dem Baum ein bisschen verbunden, einfach damit der Baum mehr Stabilität bekommt. Und auch von unten sieht er ganz nett aus. Er hat jetzt auch wirklich Volumen bekommen. Man merkt jetzt nicht mehr, dass da eigentlich nur ein paar von diesen Elementen drin stecken. Das ist relativ einfach zu sehen. Ich kann jetzt zum Beispiel das hier einfach abnehmen. Und ihr seht, das sind einfach sehr, sehr viele von diesen Blattelementen drauf und dadurch kriegen wir einfach eine sehr schöne Form. Ihr seht, dass jetzt hier noch nicht fertig ist. Hier kommen auch noch mindestens 2 von diesen Elementen drauf, damit wir hier noch ein bisschen Volumen oben reinbekommen. Und da werden auch auf jeden Fall noch einige Leaf-Elemente drauf gebaut, einfach damit der Baum hier ein bisschen Form bekommt. Er gefällt mir auch ganz gut. Man sieht von unten auch, dass er hier sich so ein bisschen in den Felsen hängt. Mir gefällt es auf jeden Fall, denke ich. Wir werden hier noch 1, 2 weitere Bäume nach und nach hier mit einbauen. Wir müssen mal schauen, wo die Tropfsteinhöhle reinkommt. Die will ich ja irgendwo hier oben haben. Einige meinten vielleicht da unten. Das ist aber nicht ganz eine gute Idee, weil unten sieht man sie so schlecht. Ich will sie ein bisschen größer haben, damit man auch wirklich mehr sehen kann, was drin ist. Und dafür werden wir einfach hier oben irgendwo im Untergrund der Stadtmauer das machen. Vielleicht sieht man auch ein bisschen das Fundament von der Stadtmauer. Ist wahrscheinlich auch eine ganz gute, nette Idee. Und ja, ich werde jetzt mal hier weiterbauen. Mal schauen, wie weit wir in diesem Update-Video noch kommen. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Update sehr weit kommen werden. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum? Der Baum ist also damit fertig. Ich habe jetzt nochmal einen Vogel oben reingesetzt. Ich überlege auch demnächst vielleicht nochmal andere Vögel zu kaufen, als immer nur die weißen. Das sind halt die günstigsten. Ich habe auch überlegt, Möwen zu kaufen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Möwen eigentlich ganz gut hier reinpassen, weil ich ehrlich gesagt noch nicht ganz 100% sicher bin, ob Brickgate eigentlich auch am Meer liegt und der Fluss hier eigentlich direkt irgendwo ins Meer geht. Da müssen wir mal drüber reden, ich muss mal drüber nachdenken. Die Felswand ist auch ein bisschen weit nach oben gekommen. Ich habe jetzt hier oben noch ein bisschen auf gerader Fläche jetzt ein bisschen gefliest. Man sieht, dass das Geflieste, je weiter man nach oben kommt, mehr wird. Man sieht auch, dass das Sandthema unten immer mehr wird. Und mal schauen, wir sind jetzt ungefähr, wenn wir jetzt mal hier so schauen, da ist die Stadtmauer. Das heißt, wir kommen jetzt relativ nah an den Turm heran. Meine Idee ist nämlich, ob der Turm nicht hier drauf steht und dann sozusagen man im Turm unten die Wendung macht oder hier raus und da wieder reingeht. Irgend sowas in der Richtung. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Allerdings glaube ich, dass es wahrscheinlich sinnvoller wäre, den Turm aufs nächste Modul zu setzen und nicht hier so mitten rein. Das heißt, wir müssten jetzt hier noch ein bisschen mit dem Weg nach drüben bauen, bis wir an das Modul, an die Grenze kommen, damit dann hier direkt hier auf dem nächsten Modul der Turm stehen kann. Ich habe mir überlegt, ob das nächste Modul nicht einfach 2x2 32er Baseplates groß wird, dass wir jetzt einfach hier nur ein großes finales Modul hinstellen.
Könnte allerdings relativ schwer werden, deshalb muss ich mal überlegen, wie wir das Ganze machen. Aber der Baum gefällt mir ganz gut. Auch die Pflanze, die ich jetzt hier oben noch reingesetzt habe, gibt dem Ganzen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Struktur und ist jetzt nicht nur nackter Fels. Wir hatten ja da vorne so ein paar kleine Büsche, einen von diesen Tannenbäumen. Aber so einen richtigen Baum, denke ich, passt hier auch ganz gut, vor allem, weil es ja auch dort oben ganz viele von der Art gibt. Und weiterhin, was mir immer noch gut gefällt, ist, wir werden ja hier eine Sichtachse durchhaben, direkt auf den Eingang des Bahnhofs. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache, wenn man jetzt hier vorne steht. Man sieht hier den Fluss, den Strand, guckt nach oben, schaut hier am Spielplatz und an den Gebäuden vorbei und sieht dort hinten den Bahnhof mit dem Busbahnhof davor. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache. Und dann links hier die Stadtmauer. Ich glaube, der Plan mit der Sichtachsen geht ganz gut auf. Ich rede jetzt schon wieder 2 Minuten in diesem Tag, das heißt, ich mache jetzt mal einen Cut und baue ein bisschen weiter. Die Arbeiten am restlichen Stück Fels hier auf diesem Modul, ihr seht ja, hier ist die Kante des Moduls, gehen eigentlich ganz gut voran. Ich habe jetzt hier unten mal noch ein bisschen Gestrüpp reingebaut, dachte ich, mache es ein bisschen netter, ist ja ein bisschen geschützt durch diesen Überhang, der jetzt da oben hinkommt. Dachte ich, wirkt ganz nett. Hier haben wir ja auch den Baum und es ist jetzt sehr zerklüftet hier oben. Und wie ihr sehen könnt, fehlt jetzt hier gar nicht mehr so viel, bis wir da oben drauf sind. Wir werden dann jetzt hier enden, das heißt, dass hier dann auf dem nächsten Modul der Wachturm sein wird. Schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Ansonsten werde ich hier oben, glaube ich, schon mal so ein bisschen was mit Mauersteinen bauen. Ich habe da ja glücklicherweise noch ein paar aus dem Lego Store bekommen. Kann man da natürlich gleich mal einsetzen. Ja, ansonsten muss ich sagen, es geht gut voran. Es sieht vielleicht nicht noch viel aus, aber hier stecken natürlich wieder sehr, sehr viele Steine drin. Natürlich auch vor allem im Baum. Könnte man hier von unten reinschauen, ist gar nicht so einfach. Aber der Baum macht auf jeden Fall hier nochmal einiges aus, meiner Meinung nach. Ja, ansonsten denke ich, dass wir dann hier drüben links neben dem Turm vielleicht noch einen Baum einbauen und dann da drüben die Tropfsteinhöhle, mit der man ein bisschen reinschauen kann. Könnte das ganz gut aussehen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare, was eure Meinung ist zu dem, was jetzt heute dazu kommt, beziehungsweise zu meinen weiteren Plänen. Und ja, wie immer, ich baue ein bisschen weiter und wir schauen es uns gleich nochmal an. Der Felsen ist jetzt hier fertig, wie ihr sehen könnt. Ich habe auch oben noch weiter gebaut. Ich habe jetzt hier ein bisschen eingestürzte, eingebrochene Mauer von irgendwas, was von der alten Stadtmauer etc., von den Burganlagen, von auch immer ist, aus dem Mittelalter eben, von hier eben Alt Brickgate oder Old Brickgate besser gesagt. Und auch hier oben den Weg weitergebaut. Ich finde es ganz gut aus so. Wir sind jetzt natürlich hier am Ende des Moduls angekommen. Und wie gesagt, hier drüben wird dann der Turm anfangen. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen werden. Was ich aber stattdessen machen werde, ist, dass ich jetzt hier hinten mal ein bisschen Fels hocharbeite. Vielleicht so 3, 4 Bricks. Und oben den nächsten Weg, der nach oben gehen wird, weiterarbeite. Und man wird dann innerhalb des Turms so ein paar Stufen nach oben gehen müssen, um eben hier runter bzw. hochkommen zu können. Und ich glaube, das könnte ganz gut aussehen, auch mit dem bisschen Mauer, das jetzt hier ist, bringt noch ein bisschen Struktur in das Ganze rein und ja, sieht, glaube ich, ganz gut aus. Auch wenn es jetzt dann hier weitergehen wird, glaube ich, sind wir hier mit dem ganzen Projekt auf dem richtigen Weg. Und damit bin ich jetzt nochmal einen ganzen Schritt vorangekommen, wie ihr sehen könnt. Wir haben jetzt hier oben den weiteren Weg, es ist ein bisschen Höhenunterschied, ungefähr 4 Bricks. Das werden wir dann, wie gesagt, im Turm überbrücken. Ich habe jetzt hier noch meine Phönix-Figur hingestellt. Fand ich einen ganz netten Platz. Sieht ganz nett aus, finde ich eigentlich. Und hier noch einen Typen, der hier rumläuft und so ein kleines Fernrohr in der Hand hat, um einfach hier runter zum Fluss zu schauen. Und ich denke, dass das jetzt ein ganz guter Übergang ist. Ihr seht auch, dass wir jetzt fast ganz oben schon angekommen sind. Das heißt, sehr viel brauchen wir gar nicht mehr, um da hochzukommen, was ich sehr gut finde. Das heißt, wir kommen dann ungefähr hier vielleicht oben an. Das könnte ganz gut funktionieren. Dann habe ich hier noch genug Platz, um hier den Weg nach vorne zu bauen. Hier noch ein bisschen grün. Und dann können wir hier oben Kopfsteinpflaster hier entlang machen zum zweiten Eingang in die Altstadt. Hier vorne ein Turm, da noch ein Tor. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich hatte ursprünglich die Idee, dass der Turm, das Tor gleichzeitig ist, aber das funktioniert ja eigentlich gar nicht, weil der Turm ja hier vorne auf dem Fels stehen soll. Und da ja gar kein Tor in dem Sinne reinkommt, das heißt, das Tor wird da drüben sein, auf der Platte und der Turm hier vorne. Und ich glaube, das wird ganz gut aussehen. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen weiter bauen. Und ja, wir schauen mal, wohin es heute noch in dieser Episode geht. Gut zu sehen ist hier jetzt, dass wir tatsächlich die Bretthöhe erreicht haben. Wir haben die ganze Höhe jetzt überbrückt. Das ist übrigens die Konstruktion unten drunter. Ist immer wieder schön, das irgendwann mal zu sehen, wie sich das dann so ergibt mit dem Bau. Und ich bin jetzt tatsächlich dazu übergegangen, zu der Idee, dass ich hier oben tatsächlich, da ist es gleich wieder abgegangen, weil es eben noch nicht richtig fest ist.
dass ich hier oben nochmal einen Baum einsetzen werde. Ich glaube aber nicht, dass ich den heute noch bauen werde, denn das dauert ja immer doch eine recht lange Zeit. Aber ich habe jetzt hier schon mal den Platz dafür sozusagen geschaffen. Das heißt, wir werden dann hier sagen den Turm haben und direkt daneben wird sich hier der Baum noch ein bisschen anheben. Und da oben kommt dann die Stadtmauer hier rüber, Tor. Hier direkt, denke ich, auf dem Modul und dann hier Übergang in den Turm. Und dann haben wir hier, wo jetzt die ganzen Platten noch stehen, hier vorne genug Platz. Dann machen wir hier oben den Weg zum Tor und hier haben wir noch genug Platz für unseren kleinen Spielplatz. Da geht ja auch schon ein Weg, wie ihr sehen könnt, dorthin. Und dann schließt sich auch langsam die ganze Fläche hier, wie man jetzt sehr gut sehen kann. Und ich glaube, das wird dann auch ein sehr guter Übergang zum restlichen Teil der Stadtmauer. Ich werde hier noch ein paar Kleinigkeiten machen, denke ich. Und dann schauen wir uns das finale Produkt für heute nochmal an. So, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt noch ein bisschen mit dem Felsen vorangekommen. Ich habe jetzt einfach hier mal so ein bisschen ein paar Bricks Höhe komplett am Weg entlang hochgezogen. Habe hier vorne noch 2 von den Figuren einfach mal reingesetzt, die ich ja letztens im Lego Store mitgenommen habe. Die steht jetzt einfach mal da, damit es nicht ganz so leer ist. Wir werden dann in einer der nächsten Episoden sicherlich hier vorne die Lücke schließen. Das heißt, wenn ich meine Tannensteine bekommen habe, werde ich hier den Strand soweit fertig bauen. Wahrscheinlich machen wir hier noch ein bisschen Fels mit rein, damit es nicht ganz so sandig aussieht. Und hier den Fluss so weiter. Mal schauen, wie weiter hier so rüber geht. Und werde dann irgendwann demnächst auch das finale Modul hier unten beim Bahnhof anfangen. Bahnhof sage ich schon, hier Fluss. Ich denke, dass wir die 432er Platten zusammen als ein Modul ansehen. Dann kriegen wir auch die Sachen besser hin mit dem Turm und so weiter. Wir können jetzt mal von vorne nochmal schauen. So hat sich das Ganze jetzt hier am Fluss entwickelt. Meiner Meinung nach geht es gut voran. Der Baum ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen. Und auch der nächste Baum, der hier oben hinkommen wird sicherlich das Ganze nochmal optimieren. Ansonsten sehen wir, dass wir hier auf jeden Fall schon mal die Höhe erreicht haben. Zum Beispiel zumindest mit dem Felsen. Der Weg braucht jetzt auch nicht mehr sehr viel. Und diese kleine Überbrücke machen wir innerhalb des Turmes dann. Das heißt, wir haben hier relativ viel Platz noch, um andere Dinge zu machen. Wir müssen ja auch diesen Weg noch hier rüberziehen, damit wir hier auf den Weg Richtung Bahnhof kommen. Das heißt, hier wird ja noch Kopfsteinpflaster sein, bis hier, da dann die normalen Fliesen. Und dann machen wir hier so eine Biegung hin zu unserem Tor dort hinten. Und hier der Turm, ein eckiger Turm, würde ich sagen. Wird dann hier mit ein bisschen Stadtmauer verbunden. Hier machen wir dann die Stadtmauer wieder nach oben, sodass hier nicht mehr alles zusammengebrochen ist. Und dann haben wir hier auf jeden Fall einen guten Überblick über das Ganze. Und ansonsten werden uns ja auf dieser Fläche jetzt die Baustellen auch in naher Zukunft nicht ausgehen. Ich arbeite jetzt momentan relativ viel am Fluss, damit einfach mal der Blick von hier vorne besser wird. Das heißt, ich würde gerne die ganzen Lücken hier schließen, dass man nicht mehr unter den Tisch schauen kann. Und das macht jetzt schon einen riesen Unterschied, muss man sagen. Jetzt, wo hier vorne viel, viel mehr ist, auch die ganze Wasserfläche. Straßenbahn wird noch eine größere Geschichte. Ihr seht, die hat sich ja, wie gesagt, noch nicht so groß getan. Und ich denke, dass wenn die Stadtmauer dann hier auch komplett geschlossen ist, dass das Ganze dann auf jeden Fall gut aussieht. Und dann können wir auch sehr, sehr gut planen, wie es in der Altstadt vorangeht. Und inzwischen denke ich, dass ich da hier gar kein weiteres Brett mehr einfügen werde, sondern dass wir hier so einen Übergang haben, dass hier unten tatsächlich der Eingang in die Altstadt tiefer liegt und wir da vielleicht noch ein paar Treppen oder sowas nach oben bauen. Ich glaube, es könnte noch mal ein bisschen mehr Leben reinbringen, weil wir dann eben auch von hier vorne noch mal besser reinschauen können, wenn wir verschiedene Ebenen haben. Dann würde ich sagen, dieses Gebäude hier wird ja ewig angesprochen, müssen wir irgendwann auch mal endlich anbringen und auch dann die Lücke hier schließen mit dem Spielplatz. Und dann haben wir, glaube ich, hier vorne, vor allem beim Blick komplett auf die Geschichte, einen sehr, sehr guten Blick. Ansonsten, wie immer, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was wir zu den heutigen Ereignissen, was ich alles geplant habe, etc. Eure Ideen noch dazu. Und lichttechnisch werden wir auch noch einiges hier vorne machen. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine grüne Boje ungefähr hier. Die rote entfällt dann ja erstmal, weil wir ja hier abseits des Tisches die hätten. Und ansonsten Lagerfeuer ist noch geplant. Ansonsten denke ich, dass ich auch noch 1, 2, 3 Laternen auf dem Weg nach unten bauen werde, die ähnlich aussehen. Wo haben wir denn? Wie die hier. Und dann werden wir natürlich auch noch den Turm beleuchten, wenn der hier irgendwann mal angefangen wird. Wird wahrscheinlich ungefähr die gleiche Höhe annehmen wie der da hinten. Und ja, wie gesagt, wir haben einiges zu tun. Und
Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Ihr hört, ich bin ein bisschen angestrengt vom Reden. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue, vielen Dank für eure Ideen etc. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier aus der Brickworld. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bleibt mir sagen, bis dann, bleibt gesund und tschüss.